Moin Moin und Hallo, es ist wieder Mittwoch und das heißt, eine neue Folge Skriber TV ist am Start und heute reden wir über, dreimal dürft ihr raten. Ja, ich glaube, ihr habt es herausgefunden, Thema Reifen. Für manche einfach nur ein notwendiges Übel, für die andere schon der erste Inbegriff von Ästhetik in Kombination mit einer super Felge. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten bzw. zwei Punkte, wo es dann Zeit wird, den Reifen auszutauschen. Der eine Punkt ist vom Gesetzgeber vorgegeben, eine Minimum-Profiltiefe von 1,6 mm. Sollte die unterschritten werden, muss der Reifen auch gesetzlich schon gewechselt werden. Grundsätzlich empfiehlt man aber bei Sommerreifen Minimum 3 mm, bei Winterreifen sogar dann lieber 4 mm. Woran kann man das messen? Es gibt natürlich diese Profilmessgeräte, diese kleinen Stinger, die man natürlich normalerweise zu Hause nicht hat. Aber jeder hat höchstwahrscheinlich schon von dem 1-Euro-Trick gehört, den Euro ins Profil reinstecken. Sollte die goldene Umrandung entsprechend vom Profil gerade so verdeckt werden, haben wir noch 4 mm grob auf dem Reifen. Sollte entsprechend der goldene Rand schon deutlich zu sehen sein, wird es langsam aber sicher Zeit, mal über neue Pneus nachzudenken. Der zweite Punkt, den man vielleicht dann so nicht auf dem Schirm hat, ist auch das Alter der Reifen. Man sagt, so zwischen 6 und 8 Jahren sollte, unabhängig dann auch vom Profil, der Reifen ausgetauscht werden. Hat einfach damit zu tun, dass mit dem Alter die Struktur des Gummis entsprechend sich ein bisschen verändert, das Gummi entsprechend härter wird und entsprechend dadurch eben der Fahrkomfort bzw. die Fahrsicherheit nicht mehr so gewährleistet werden kann. Wenn der Zeitpunkt dann mal gekommen ist und ihr müsst die Reifen austauschen oder habt vielleicht die Idee, auf Breitreifen oder ein anderes Format zu wechseln, muss man als erstes natürlich erstmal nachschauen, welche Formate oder welche Breite und so weiter und so fort kann ich denn auf mein Auto drauf spannen, weil geht nicht alles. Wo sehe ich das? Natürlich zum ersten im Fahrzeugbrief. Oder mittlerweile bei den meisten Autos auch direkt an der Fahrertür, an der Seite, kriegt ihr auch eine ganze Latte von Zahlen angezeigt. Da haben wir also wirklich einen Block von Zahlen und Buchstaben und die wollte ich dann auch mal ein bisschen näher erläutern, was die dann eigentlich alles bedeuten. Die haben wir nämlich dann hier auch entsprechend auf dem Reifen. Die erste Kennzahl also, die zum einen in euren Fahrzeugpapieren steht und hier auch auf dem Reifen, ist diese Zahl hier. Hier steht 205 mm, soll Millimeter bedeuten und bezeichnet die komplette Reifenbreite. Wie gesagt, in dem Fall 205 mm. Grundsätzlich kann man sagen, die Reifen fangen so bei 125 mm an und gehen auch gerne mal hoch auf so 355 mm. Wir sind also hier im ordentlichen Mittelfeld angelangt bei dem Reifen hier. Das Ganze ist dann gefolgt von der Zahl 55 in diesem Falle, die nicht eine Maßeinheit in Millimeter angibt, sondern einen Prozentsatz. In diesem Falle heißt das, die Reifenflanke, die Höhe der Flanke entspricht 55% der Gesamtbreite. Heißt also, hier haben wir eine Reifenflanke oder eine Reifenflankenhöhe von 112,75 mm. Danach sehen wir hier, steht ein R, ist gar nicht so wichtig als Information, weil soll dann für Radial stehen, steht sogar dann hier nochmal ausgeschrieben. Die Alternative ist ein Diagonalreifen, den werdet ihr in der Regel nicht zu Gesicht bekommen. Es sei denn, ihr seid stolzer Besitzer eines Oldtimers bzw. Traktors. Von daher nicht so wichtig Kennzahl. Danach kommt aber die 16 hier. Die ist schon wieder ein bisschen wichtiger. Steht dann auch nicht für Millimeter, in diesem Falle dann für Zoll und gibt die Felgengröße an, die man entsprechend auf diesen Reifen montieren muss. Danach kommen zwei Indexzahlen. Das kann man im Internet nachlesen. Das ist jetzt so erstmal nicht erschlossen sofort. Die 91 steht für die Traglast, die maximale, die dieser Reifen aushalten kann. Wie gesagt, kann man im Internet nachschauen. 91 heißt in diesem Falle dann, dass der Reifen eine maximale Traglast von 615 Kilo aushält. Bei einem Reifendruck von 2,5 bar. So rechnet man dann immer. Entsprechend sollte da am Reifenfülldruck was geändert werden, unterscheidet sich das natürlich auch wieder ein bisschen. In diesem Fall aber, wie gesagt, 91 steht für 615 Kilogramm. Gefolgt von einem Buchstaben. In diesem Falle ein V. Das ist der Höchstgeschwindigkeitsindex. Wieder eine Liste, die man im Internet nachgucken kann. V steht hierbei dann für eine maximale Geschwindigkeit von 240 Kilometern. Zu guter Letzt, das ist eigentlich der wichtige Part mit allen Informationen, die man braucht, haben wir hier noch ein paar Zusatzinformationen. Hier steht beispielsweise Tubeless, heißt, dass der Reifen schlauchlos ist, ohne Innenschlauch. Haben mittlerweile aber auch alle Reifen, also dass die tubeless und schlauchlos sind. Ein kleines wichtiges Detail, das man definitiv nicht vergessen sollte beim Reifenkauf, ist hier diese kleine Einprägung hier. Das hat dann mit der EU-Richtnorm zu tun. Sollte nämlich dieses Logo hier fehlen,
wird der TÜV da ziemlich empfindlich drauf reagieren. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass die Reifen entsprechend nicht unbedingt bei sonst wo aus China irgendwie bestellt sind, dass entsprechend hier der Stempel drauf ist. Als allerletzte Information, die auch wichtig ist, ich habe es eben erwähnt, so ein Reifen zwischen 6 und 8 Jahren ist auch so eine Lebenszeit, bis das Gummi entsprechend hart und unter Umständen poröser wird. Haben wir hier jetzt auf der Rückseite des Reifens auch ein Datum. Das sind 4 Zahlen und benennt oder fängt erstmal an mit der Woche und danach des Jahres. In diesem Falle ist der Reifen in der 35. Woche des Jahres 2013 hergestellt worden. Manchmal ist profilabhängig auch eine Laufrichtung angegeben und da hat man unter Umständen sogar dann auch mal einen Pfeil und das muss natürlich dann auch beachtet werden beim Anmontieren, dass der Reifen dann in Laufrichtung geht. Grundsätzlich klar, Profil ist zum einen logischerweise Winter-Sommerreifen eine sicherheitsrelevante Sache, aber auch viel Design dahinter. Und man kann sich entsprechend vorstellen, dass die großen Firmen wie Dunlop oder Michelin da so ihr eigenes Design natürlich fuchteln, um sich auch von dem anderen Konkurrenten ein bisschen abzuheben und so quasi als Branding das Ganze natürlich auch sehr wichtig nehmen. Als kleine Hilfestellung, was die Reifen heutzutage mittlerweile auch haben, oder die meisten zumindest, ist der sogenannte Trade Wear Indicator. Da haben wir also hier im Profil so kleine Noppen, so kleine Markierungen, die genau eben entsprechend diese 1,6 mm haben. Sollte man mit dem restlichen Profil eben halt auf eine Ebene kommen und dieselbe Höhe erreichen, ist das, ohne dann mit einem Euro messen zu müssen und so weiter und so fort, dann das letzte sichere Zeichen, dass der Reifen ausgewechselt werden muss. Wie ihr also seht, es gibt vielfältige Möglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten bei eurem nächsten Reifeneinkauf. Und es ist natürlich euch auch überlassen, ob ihr den dünnen Asphaltschlitzer oder den mega breiten Sportschlappen haben wollt. Bedenkt aber bei der ganzen Sache, dass natürlich ein Breitreifen mit einer riesengroßen Felge natürlich super aussieht und extrem sportlich, dass natürlich auf dem Faktor aber, dass die Seitenkaskade hier natürlich umso dünner dann entsprechend wird, die Stabilität zum einen gewährleistet ist auf trockener Straße, aber der Komfort natürlich komplett in die Hose geht dabei und so ein Breitreifen generell auf der anderen Seite dann bei feuchter Straßenverhältnissen mehr oder weniger Aquaplaning magisch anzieht. Es ist also euch überlassen, wie ihr euch da entscheidet. Grundsätzlich, der Gesetzgeber gibt das nicht unbedingt vor. Ihr könnt verschiedene Modelle draufhauen. Sollte man aber natürlich nicht machen, sollten 4 Reifen vom gleichen Hersteller und das gleiche Modell sein. Solltet ihr aber in die Richtung gehen, wechselt grundsätzlich immer achsweise. Und solltet ihr Reifen haben mit unterschiedlichem Profil, benutzt die Reifen mit dem besseren Profil auf der Hinterachse, denn die gibt euch dann die entsprechende Kurvenstabilität. So, das war's dann auch schon wieder, mehr oder weniger mit einer neuen Folge Skriber TV. Ratzfatz und schnell mal die ganzen Kenn- und Maßeinheiten eines Reifens erklärt, damit ihr bei der nächsten Reifenwahl entsprechend nicht auf dem Schlauch steht. Wir werden uns hoffentlich bald dann auch wiedersehen. Falls ihr natürlich Fragen habt, haut's in die Comments rein und abonnieren wie immer sowieso nicht vergessen. Also, haut rein und auf bald!